Bricht bei dir die Technikpanik aus, wenn du in einem Teams-Call eine PowerPoint-Präsentation halten musst? Den Panikmodus schalten wir heute gemeinsam aus. Denn ich zeige dir in diesem Video, wie du PowerPoint-Folien in Microsoft Teams ganz souverän präsentierst, sodass dir Technikpanik bei deiner nächsten Präsentation erspart bleibt. Dazu gebe ich dir gleich 2 verschiedene Möglichkeiten an die Hand, PowerPoint in Teams zu präsentieren. Und zusätzlich stelle ich dir einige neue Funktionen vor, die das Präsentieren in Teams noch besser machen. Du bist bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Bestimmt warst du auch schon einmal in einem Teams-Meeting und jemand hat eine PowerPoint-Präsentation geteilt und dabei sah es ungefähr so aus. Ich sag mal, man kann schon die Folien irgendwie erkennen, aber so ist PowerPoint ja nicht gedacht, denn das ist ja ganz offensichtlich der Bearbeitungsmodus, den man hier sieht und nicht der Präsentationsmodus. Und dieser Fehler passiert meistens gar nicht unbedingt, weil Leute nicht merken, dass sie hier nicht im richtigen Modus sind, sondern weil sie die Teams-Nutzeroberfläche nicht mehr sehen können, wenn sie bei PowerPoint in den Präsentationsmodus wechseln. Das ist natürlich insbesondere dann ein Problem, wenn man nur einen Bildschirm zur Verfügung hat. Mit 2 Bildschirmen kann man die Teams-Oberfläche auf den einen Bildschirm legen und PowerPoint dann auf den anderen. Und das Problem stellt sich dann meistens nicht. Aber es kommt ja durchaus häufiger vor, dass man nur einen Bildschirm zur Verfügung hat. Damit du dann nicht auch diese schlechte Behelfslösung für deine nächste Präsentation wählst, zeige ich dir nun, welche 2 besseren Möglichkeiten es gibt, um deine PowerPoint-Präsentation in einem Teams-Meeting zu teilen. So, wir sind hier also in einer Teams-Besprechung mit meinem einzigen Mitarbeiter Max Mustermann. Du kennst ihn vielleicht schon aus meinem Teams-Tutorial-Video. Ich möchte Max nun in einer PowerPoint-Präsentation die neuesten Online-Marketing-Strategien von Neumann Digital vorstellen. Ich habe die Präsentation schon geöffnet und was viele jetzt an dieser Stelle tun ist, sie teilen entweder das Programm PowerPoint oder den Bildschirm, auf dem PowerPoint gerade zu sehen ist. Ja, und dann sieht das Ganze eben so aus, wie am Anfang zu sehen. Wenn ich jetzt aber auf Präsentieren gehe in PowerPoint, dann sehe ich zunächst einmal meine Teams-Oberfläche nicht mehr. Ich kann mir seit einiger Zeit damit helfen, dass ich hierauf auf dieses kleine Fenster klicke und dann Teams über meine Präsentation lege. Damit verdecke ich dann aber meine Folien, denn die werden weiterhin groß angezeigt. Das geht also irgendwie als Lösung, ist aber nicht elegant. Eine viel bessere Lösung ist, du gehst vor deiner Präsentation in PowerPoint unter Bildschirmpräsentation und Bildschirmpräsentation einrichten und wählst dort Ansicht durch eine Einzelperson, Klammer Fenster aus. Denn wenn du das auswählst, wird deine Präsentation in einem Fenster gezeigt, das eben nur für dich, nicht für deine Teilnehmer, deutlich kleiner ist als der gesamte Bildschirm. Damit kann man es aber viel besser auf einem einzigen Bildschirm mit der Teams-Oberfläche arrangieren. 2 kleine Nachteile dieser Ansicht. Zum einen gibt es hier immer noch oben und unten einen kleinen sichtbaren Streifen, aber das ist natürlich schon deutlich weniger verschenkter Platz als im Bearbeitungsmodus. Zum anderen, du hast hier keine Referentenansicht. Also, falls du dir Notizen zu deinen Folien gemacht hast, werden sie dir hier nicht angezeigt. Das sind also 2 kleine Nachteile dieser Ansicht. Ein Vorteil ist, du kannst die folgende neue Teams-Funktion nutzen, den sogenannten Moderator-Modus. Falls du, so wie ich, viel mit Zoom arbeitest, der Moderator-Modus ist in etwa so ähnlich wie die Funktion PowerPoint als virtuellen Hintergrund benutzen in Zoom. Sie geht bei Teams aber sogar noch weiter. Was heißt das jetzt konkret? Mit dieser Funktion kann ich mein Kamerabild vor den geteilten Inhalt platzieren. Während das bei Zoom aktuell nur mit PowerPoint geht, kannst du dich bei Teams auch vor einer Word-Datei oder vor einer Website platzieren und zum Beispiel auf bestimmte wichtige Dinge direkt mit deinem Finger hinweisen. Das ist schon ganz schön cool, oder? Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, denn neben der Positionierung vor deinem Inhalt hast du hier noch 2 weitere Fenster, mit denen du dich entweder neben deinem Inhalt platzieren kannst oder du kannst deinen Inhalt auch in so einer Art Nachrichtensprecherfenster anzeigen lassen. Diese Ansicht nennt sich Reporter. Übrigens, kleiner Profi-Tipp. Wenn du zwischen diesen Ansichten während deiner Präsentation wechseln willst, dann musst du mit deiner Maus oben in die Mitte des Bildschirms fahren. Dort schwebt dann das Menü ein, mit dem du zwischen den 4 Ansichten wechseln kannst. Du kannst dieses zusätzliche Menü auch oben anpinnen.
damit es nicht immer wieder verschwindet, wenn du vorhast, die Ansicht häufiger zu wechseln. Das war die erste Möglichkeit, wie du in Teams auch mit nur einem Monitor ganz entspannt PowerPoint präsentierst. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, exklusiv für PowerPoint-Dateien, die dir andere neue Funktionen bietet. Und das geht so. Anstatt einen Bildschirm oder ein Programm zu teilen, gehst du hier auf den Punkt PowerPoint Live. Und du kannst dir entweder eine PowerPoint-Datei von deinem Computer hochladen oder eine PowerPoint von deinem OneDrive Cloud-Speicher verwenden. Damit wird deine Präsentation quasi in Teams hinein übertragen. Und das ist der große Unterschied zu der ersten Lösung. Mit dieser zweiten Variante wird meine PowerPoint direkt in Teams integriert. Und das bringt einige Zusatzfunktionen mit sich. Du siehst zum Beispiel sofort, ich musste mich gar nicht mehr um Präsentationsmodus kümmern, denn meine Teilnehmer sehen automatisch die Präsentationsansicht, während ich meine Folie inklusive meiner Notizen, also die Referentenansicht sehe. Was gibt es noch für zusätzliche Funktionen? Nun, deine Teilnehmer können, wenn du ihnen das gestattest, in der von dir geteilten Präsentation eigenständig vor- und zurückblättern. Das heißt, unabhängig davon, welche Folie du gerade zeigst, andere können sich eine andere Folie aus deiner Präsentation ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Präsentatoren nicht so gut finden, weil man ja öfter mal eine Quizfrage oder eine Überraschung einbauen möchte und das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut, wenn jeder schon bis zum Ende durchblättern kann. Um das zu verhindern, gibt es hier dieses kleine Augensymbol. Wenn du darauf klickst, verhinderst du, dass deine Teilnehmer einfach so in deiner Präsentation herumblättern können und dadurch wahrscheinlich abgelenkt werden. Eine weitere Funktion, die es hier in diesem PowerPoint Live-Modus gibt: Du kannst die Kontrolle über deine PowerPoint an einen anderen Teilnehmer im Teams-Meeting abgeben. Beziehungsweise, und was ich ja schon ein wenig merkwürdig finde, sofern du es nicht vorher verhinderst, kann ein Teilnehmer einfach die Kontrolle übernehmen, ohne dass du vorher gefragt wirst. So wie Max das hier gerade macht. Du kannst sie dir dann zwar zurückholen, mache ich jetzt hier, aber im Sinne einer strukturierten Präsentation ist das nicht unbedingt. Wenn du das also auf jeden Fall ausschließen willst, dann klickst du auf Besprechungsoptionen und bei Wer kann präsentieren wählst du nur ich. Und schon kann keiner mehr die Präsentation einfach so übernehmen. Ein weiterer Pluspunkt, den du mit PowerPoint Live hast, sind die Annotationsmöglichkeiten. Diese hast du vielleicht schon unten auf dem Bildschirm gesehen und sie sind recht selbsterklärend. Du kannst mit einem Laserpointer auf wichtige Punkte in deiner Präsentation zeigen und diese Striche des Laserpointers bleiben so lange sichtbar, wie du deine Maustaste gedrückt hältst. Danach verschwinden sie. Oder du kannst einen Stift verwenden, der bleibt permanent zu sehen, genauso wie der Textmarker. Mit dem Radiergummi kannst du diese Zeichnungen wieder löschen. Und vielleicht nicht ganz so offensichtlich, durch einen Doppelklick auf das Symbol bekommst du jeweils weitere Möglichkeiten. Du kannst also die Farbe und teilweise auch die Größe deines Werkzeugs ändern und mit einem Doppelklick auf den Radiergummi bekommst du die Möglichkeit, mit einem weiteren Klick alle Annotationen zu löschen. Das sind die Vorteile, die dir Teams bietet, wenn du deine PowerPoint-Präsentation in Team hineinlädst. Wie gesagt, das geht nur mit PowerPoint-Dateien und ein kleiner Wermutstropfen: die Moderatoransicht, die ich dir vorhin bei der ersten Möglichkeit zum Präsentieren gezeigt habe, die gibt es hier bei PowerPoint Live nicht. Jetzt würde mich interessieren, welche der beiden Präsentationsmöglichkeiten mit den genannten Zusatzfunktionen gefällt dir besser? Und hast du die genannten neuen Funktionen schon ausprobiert? Schreib es mir in die Kommentare und lass mich auch wissen, falls du weitere Themenvorschläge für Videos hast. Für mehr Tipps rund um Teams schau dir meine weiteren Videos hier auf YouTube an und wenn dir dieser Tipp geholfen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von dir. Das war's von mir. Ich wünsche dir souveränes Präsentieren mit Teams und bleib gesund. Dein David von Neumann Digital.